Einen schönen guten Morgen von einem, keine Ahnung, zu einem neuen Video. Wir sind in Prag noch, allerdings fahren wir jetzt weiter Richtung Linz. Da ist dann die erste Station wieder und Stadtbesichtigung machen und dann geht es weiter nach Wien. Da bleiben wir dann morgen und schauen uns da so ein bisschen die Stadt an. Ja, das ist der Plan von heute. Also alle wieder mitkommen, auf Tour, anschnallen und los geht's. Wir sind jetzt auf dem Weg durch die tschechische Landschaft Richtung Linz. Genau, da sieht man zwar jetzt nicht so sehr viel von der tschechischen Landschaft, aber haben wir eben schon mal gesehen. Sieht sehr schön aus hier. Leider gibt es hier jetzt keine Autobahn oder so, sondern nur eine Schnellstraße, aber dafür ist die Landschaft und so dafür schön, ist die Landschaft schöner. Kannst du besser oder kann man mehr sehen zumindest von der Landschaft. So, wir sind jetzt in Linz angekommen und haben auf der anderen Seite von der Stadt geparkt und jetzt gehen wir mal rüber und gucken, was da los ist. Was kommt da? Da kommt die Stadt. Gucken wir mal. Und los geht's. Und sieht schön aus hier. Und da geht es jetzt Richtung City und da gehen wir jetzt lang. Das hier ist der Hauptplatz von Linz. Stand da zumindest und sieht eigentlich gut aus hier. Geht es ja direkt zur Brücke. Gehen wir mal weiter. So, wir haben die Tour beendet und laufen jetzt selber rum. Die Tour hatte 10 Euro pro Person gekostet, dauert eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Auf jeden Fall, wir gucken jetzt selbst noch ein bisschen. Hier ist die eine Seite vom Linzer Dom. Und der Turm ist ewig hoch. Das kriege ich überhaupt gar nicht alles richtig drauf, zumindest nicht hier. Der Turm ist angeblich laut Aussage von diesem Touristenbüsschen da, Touristenbahn, der mit höchste in ganz Österreich. Naja, steckt man noch einen kleinen Stock drauf, ist er noch höher. Riesiger Koloss ist das eigentlich. 20.000 Besucher passen da rein. Das nennt man dann mal Werbung. Werbung am Dom. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen, sowas. So, hier vorne Café Konditorei Jindrak. Angeblich die Erfinder der Linzer Torte. Gucken wir mal. Du musst einen Knopf drücken und fertig ist. Ja, ist ja nicht echt Tschechisch. Macht nicht so gut, ne? Auch Hundertwasser hat hier was hinterlassen, nämlich einen Brunnen. Das ist der hier. Hier sind ein paar schöne alte Häuser hier.
geht nämlich die Altstadt los. Und dann gehen wir jetzt auch hier hoch, wo die Gruppe hingeht, in Richtung Schloss. So, jeder, der in Physik aufgepasst hat, kennt den Doppler-Effekt. Und hier hat er die 4. Klasse der deutschen Normalschule besucht, 1820, 21. Das ist die. Wir gehen gerade ins Linzer Schloss irgendwie, in den Hof. Keine Ahnung, was hier ist. Gucken wir mal, hier ist ein Museum. Da gehen wir dann natürlich nicht rein. So, das ist jetzt nochmal ein Blick über die Stadt vom Schlosscafé aus. Gar nichts vom Schlosscafé, da sind wir noch gar nicht. Aber hier ist dann das Museum. Wie ist jetzt dein Fazit zu Linz? Ja, ist eine schöne Stadt eigentlich. Nur ein bisschen Einkaufsbereich ist ein bisschen chaotisch. Verhunzt, würde ich sagen. Verhunzt. Schöne alte Häuser verhunzt. Mir hat es jetzt nicht so. Es war jetzt nicht der Reißer. Es war ganz okay. Aber der Einkaufsbereich ist in der Tat ziemlich, sagen wir mal, sieht komisch aus. Die ganzen alten Häuser sind irgendwie nicht so schön, kommen nicht so schön zur Geltung. Unter anderem wegen der ganzen Kabel der Straßenbahn und so weiter. Aber okay, haben wir mal gesehen. Reicht. Weiter geht's Richtung Wien. Einen schönen guten Morgen, heute aus Wien. Wir sind hier gestern Abend angekommen in unserer Pension, Hotel Stadthalle. Sehr gutes Hotel, also vor allen Dingen beim Frühstück heute Morgen, das war super. Gestern sind wir eben von Linz nochmal weitergefahren, eben hier bis Wien. Das war nochmal so eine 1,5 Stunden. Wir haben auch hier wieder Pause gemacht und ein bisschen was gegessen. Und in so einem Landgasthof, das war jetzt nicht ganz so dolle, Convenience Food halt. Und dafür relativ teuer. Aber gut, wir mussten ja was essen. Insofern, außerdem ist Urlaub. Genau, und deswegen alles gut. Ja, jetzt werden wir gleich Wien unsicher machen. Gestern Abend hatten wir noch einen schönen Abend mit einer Bekannten. Und ja, jetzt geht es gleich los in die Stadt Richtung Hofburg. Heute wird es sehr warm. Ich denke mal, heute Nachmittag wird es ein bisschen kühler, hoffe ich doch. Beziehungsweise zumindest muss die Sonne weg, dann ist das auch gut. Wir werden Hofburg sehen, mal ein bisschen durch die Stadt laufen und einfach mal gucken. Das war auch immer schön mit Ateş irgendwo ein bisschen ruhen, sonst wird das ein bisschen viel für den. So ist der Plan für heute. Mal schauen, was daraus wird. Wir sind nun mit der Straßenbahn und mit Ateş gefahren bis hier zum Parlamentsgebäude. Das ist das, was ihr hier seht. Sieht schön aus, erinnert mich aber so ein bisschen irgendwo auch, zumindest das mit den Säulen, an die deutsche. Ja, mag wohl so ein bisschen an der Geschichte liegen. Ja, ansonsten sind wir hier jetzt direkt vor der Hofburg. Gucken mal, was es hier gibt. So, wir kommen jetzt zur Hofburg, glaube ich. Zumindest sagt Google Maps das so. Also gucken wir mal.
Wir sind jetzt im Garten von der Hofburg. Hier ist nochmal die Hofburg zu sehen. Also da so. Wird ein bisschen gebaut, ist im Moment nicht ganz so toll, aber man kann was sehen. Das ist der Garten dazu. Hier ist ein Springbrunnen, da kann man hier sich schön hinsetzen. Gut, heute ist ein bisschen sonnig, aber grundsätzlich nicht schlecht hier. Schwer zu erkennen, Albertina. Wir sind Wiesbaden, also Wiesbaden. Wir stehen jetzt auf dem Albertinum und gucken runter aufs Hotel Sacher. Sagt euch das was? Da gibt es die Sacher-Torte. Die kommt daher. Hier stehen wir jetzt vor der Wiener Staatsoper. Rein können wir natürlich nicht, aber scheint auch ein bisschen gearbeitet zu werden. So, nun sind wir am Stephansdom angekommen. Wahnsinnsgebäude. Ja, und natürlich hier proppevoll in der Umgebung. Also, schon toll. Er vernichtete von Grund auf jene Städte und die ganze Gegend. Wir brauchen jetzt ein bisschen Ruhe, sind aus der Innenstadt raus mit der U-Bahn. Atesh musste einen Maulkorb tragen, aber gut, das hat gut geklappt. Jetzt gehen wir hier auf die Donauinsel, können wir was trinken und ein bisschen Ruhe haben. Jetzt sind wir angekommen auf der Donauinsel, das ist hier richtig schön. Kann man hier spazieren gehen, was trinken, was wollen wir da machen. Gucken wir mal, das sieht schön aus. Trampolinanlage. The world largest Trampolinanlage. Ja. Gefällt es uns hier? Ja, hier ist schön. Obwohl, es ist überall schön, wenn man nicht arbeiten muss. Jetzt gehen wir hier rüber auf die andere Seite, hier so eine Schwimmbrücke. Auch nicht schlecht. Schöne Aussicht hier vor allen Dingen. Ja, Baukunst, wie überall. So, nachdem wir ein bisschen ausgeruht haben, ein bisschen was getrunken haben, geht es jetzt weiter zurück in die Stadt. Wir gucken uns vielleicht noch ein bisschen was an und dann hier von der Donauinsel. Das ist eine schöne Ecke hier. Kann man schön feiern, was trinken, keine Ahnung. Viele Restaurants. Alex, das Na? will sie nicht. Die waren wohl nicht so nett zu dir, ja? Die hätten dich gefressen, natürlich. Wir sind weiter auf Sightseeing-Tour durch Wien, jetzt im Schloss Belvedere. Sehen tut ihr im Moment das untere Schloss Belvedere. Das obere, da stehe ich noch davor so halbwegs, das ist hier zu sehen. Mit einem schönen Garten angelegt. Gut, es ist jetzt gerade nicht so grün, weil die Sonne ist so heiß hier, zumindest in der Mitte. Ach nee, das sind Steine.
Das ist so. Und ja, sehr schön. Ja. Jetzt kann man noch mal das obere Schloss sehen, obere Belvedere. Essen, nein. Und einmal langlaufen bis zum unteren Belvedere. So, wir sind jetzt am unteren Belvedere angekommen und Blick aufs obere Belvedere. Sehr schön, aber es ist im Moment auch ziemlich warm geworden. Trotz der Wolken haben wir bestimmt so 30 Grad oder 31 hier in der Sonne sowieso noch ein bisschen mehr. Ja, ist anstrengend. Leider mal ein Video machen. Ja, mach mal. Ich muss nämlich hier mal gucken. Wir sind ja in Wien und deswegen gibt es Wiener Schnitzel. Oh, was ist denn das für ein tolles Ding? Das ist GoPro. Bratislava bzw. Budapest. Aber das seht ihr dann in einem nächsten Video. Dieses Video endet dann hiermit. Und ja, dann haben wir jetzt noch ein paar Meter zum Hotel zu laufen. Ateş muss noch ein bisschen Gassi. Und dann war es das für heute. Dann sind wir auch kaputt alle. Ateş ist auch kaputt. Und ja, Essen war gut. Vielleicht dazu noch ein bisschen. Essen war lecker gewesen. Wie ihr gesehen habt, Wiener Schnitzel. Und ja, wir hatten einen schönen Nachmittag gehabt, schönen Tag hier gehabt. Zumindest sage ich das so. Wie war denn dein Tag so? Ja, gut. Bisschen anstrengend. Aber okay, viel gesehen. Lecker gegessen. Ja. Genau. Bis Lust zum auf, nächsten Lust Mal. auf Nächste Bratislava. Stadt. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wieder mal eine Veränderung, ne? Jetzt waren wir zu lange in Ich Wien. weiß nicht, ob das großartig Veränderung wird, aber okay, werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal.